Ja, willkommen zurück, meine Freunde, zu Vampyr. Ja, ein Part mache ich jetzt. Das Days Gone habe ich heute schon aufgenommen. Ich habe eben die Videos rübergezogen. It's locked, all right. Das locked, right. Die Videos habe ich schon rübergezogen, aber noch nicht hochgeladen. Auch von Forbidden West noch nicht. Mit denen habe ich schon geredet, dann wollte ich ja noch hier. Oh Mann. Die armen Leute hier alle. Sweet girl. Reads me like a book. I never could keep anything from her. Dem kann ich noch reden. Hallo. Wer ist Good das? evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansey's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Er ist gesund, für den kriege ich 3 Hinweise. Haben Sie ein Problem mit mir? If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansey has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Kein Grund für derartige Anfeindungen. Eifersüchteleien werden Ihnen nichts nützen. Das ist ja schon gemein, wenn man das sagt, Sie sollten Ihren Tonfall ändern. Hier, das hier. Kein Grund für derartige Anfeindungen. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Bei einer Epidemie muss man zusammenhalten und sich nicht gegenseitig verfeinden. Über das Pembroke Hospital. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansey, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Ich kriege direkt hier einen Hinweis. Waverly hält nichts von den modernen Methoden der Medizin. Aha. Warum das nicht? Hinweis benötigt. Ja. Okay, persönliche Fragen. Gen 2. Ich habe mir als Arzt meine Sporen verdient. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ich habe viele Leben gerettet. Wissen ist unsere wichtigste Waffe. Nee, nicht ganz. Kein Grund, mich vor
Anders, ich habe viele Leben gerettet. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see, that is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Warum verachten? Warum verachtet er mich, wenn ich Leute gerettet habe mit der Bluttransfusion? Ja, wahrscheinlich, weil er neidisch ist, dass er das nicht kann. Oh, für ihn brauche ich sogar Stufe 4. Guck mal hier. Schlechte Erinnerung an ihre Zeit beim Militär? It seems you have bad memories of your Muss ich military. irgendeinen Grund I haben. refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Mhm. Ja, aber dass er derartige Anfeindungen macht, muss er auch irgendeinen Grund haben. Macht er nicht einfach so. Thank you for your time. We'll talk later. Bis später. You always knew the words to calm the children, Emma. As for me, what a blundering idiot. It's locked, all right. Das geht nicht. Ist denn hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Das ist auch noch ein neuer Patient. Ah, da kann ich mir was angucken. Moment. Mal ganz schnell hinkommen. Ist wahrscheinlich schon zu spät. Ja. Hätte ich schnell hinkommen müssen. Das bleibt nicht lange. Wenn da so ein Symbol ist, musst du da schnell hingehen. Sonst kannst du das schon nicht mehr anhören. Das ist auch noch unbekannt. Ich würde gerne zu einem Schrank. Da steht er vor. Kann ich jetzt nicht hin. Krankenhaus voll, das weiß ich ja. I will not let you down, my boy. Jetzt geht's. Glasviole. Und wen haben wir hier? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get my bloody arm fixed properly. Harvey. Für den brauche ich nur Stufe 1 und für den gibt es 3 Hinweise. Erstmal brauche ich die Hinweise. Ärzte erörterten ihren Fall. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Ackroyd. Ach, They Gott. both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Erzählen Sie mir von sich. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was Yeah. more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Kann ich verstehen. Er wartet nur darauf, dass sein Arm behandelt wird, damit er wieder nach Hause kann zu seiner Familie, und er ist Zimmermann. Und über das Krankenhaus? Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness,
but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. Nee. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Den Eingriff könnte ich nicht vornehmen. Ne. Hinweis, habe ich gar nichts. Okay. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Mr. Fiddick. Always knew the words to calm the children. Aber hier gibt es noch As for me, Leute, mit denen ich... Ach, jetzt ist die Tür auf. Ja, Good evening, sir. good evening. Doctor. Das ist einmal die Mutter und einmal der Sohn. Reden wir erstmal mit dem Patienten. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Nicht? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Hm. Is someone taking care of you? Yes. Oh. And no. Could you at least tell me your name, sir? Ja und nein. Mortimer Goswick. Mortimer Goswick. Ja, seine Kehle schmerzt so, wenn er reden muss, aber er redet. Oh, der hat Erschöpfung. Ja, das muss ich auch machen. Auf jeden Fall. Aber ich habe gesagt, ich tue heute einen Part von Vampyr aufnehmen, aber nur einer. Und danach mache ich sofort weiter mit Forbidden West. Tut Ihre Kehle weh? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Wir müssen miteinander kommunizieren. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Möchte gerade noch nicht einmal schreiben. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful. Und sie sieht gut aus. I'll let you get some rest then. I'm alright. Ja, noch nicht. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Ich kann nicht klagen. Erzählen Sie mir von sich. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Der will nicht reden. Ja, wegen seiner Kehle, weil die I wehtut. have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Ich muss Ihnen auf jeden Fall Don't waste your time with helfen me. mit der Erschöpfung, sonst hätte noch alles schlimmer. Jetzt habe ich schon zwei Dinge. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Erzählen Sie mir von sich. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Müsste sich der Arzt um ihn kümmern, der für ihn verantwortlich ist. Sind Sie so reich? Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. Aha. I can cover any needed medical expenses. Womit verbringen Sie Ihre Zeit? May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more Aha. ambitious about their futures than their families. Lehrerin, ja, ja. Und damals hatten die Leute in London nicht so viel Geld. Fühlen Sie sich hier gut beraten? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived, but we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Moment. Beatrice stellt die Effektivität des Pembroke Hospital in Frage. Naja, muss ja auch einen Grund haben. Okay, ja, der hat Erschöpfung. Dafür muss er erstmal das Medikament haben. Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Aber ich denke, wenn ich die belausche, dann kann ich mir noch einen Hinweis holen. Aber das muss man machen. Da muss man ganz schnell da hinten hingehen. Also hinter die Scheibe da.
damit du die belauschen kannst. Weil sonst ist es weg. Ich weiß nicht, ob das nochmal kommt. Erzählen Sie mir von Ihrer Ankunft. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but Was? it wasn't cheap. Bitte was? Pippa reservierte gegen einen finanziellen Ausgleich Betten für Patienten. Aha, habe ich den ersten Hinweis. Guck mal, boah, bei ihr gibt es 4 Stück. Also jetzt noch 3. Dann muss ich mal gleich fragen. Das ist ja eigentlich gut, oder? Sie hat Ihnen Geld für ein Bett abgenommen? She charged you for a bed. Yes. Ja? And I paid without question, considering the urgency of the Ohne situation. Fragen zu stellen. Ich verstehe Ihre Benommenheit. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other Also, hospitals. warte mal. Gegenbezahlung stand da nicht gerade. Okay. Was falsch verstanden. 4 Hinweise. Goodbye, Mrs. Goswick. Goodbye. I'm alright. Don't waste your time with me. Fast we go. Und so groß ist das You on Kraft. our side, Dr. Reed. I know that Pembroke will prevail and survive this epidemic. Dr. Strickland. Es gibt einen Arzt, mit dem habe ich noch nicht geredet. Mit dem habe ich schon, mit dem aber noch nicht, glaube ich. Good evening, Doctor. Ah, I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Moment. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Der ist schon mal beeindruckt. Ja, und der andere nicht. Okay, 3 Hinweise. Erzählen Sie mir von sich. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Warum sind Sie Arzt geworden? What made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Praktische Arbeit ist auslaufen, Schmeicheleien bringen nichts. Ich helfe Ihnen gerne, It's natürlich. always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Da gibt es auch übrigens hier noch so einen Arzt. Den muss ich aber belauschen bei einer Stelle, weil er was macht, was ärztlich nicht tun. Aber ich weiß nicht, wo diese Stelle ist. Noch nicht. Erzählen Sie mir von Ihren Experimenten. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical. Aha. Den ersten Hinweis von 3 haben wir schon mal. Guck mal hier. Torhaus, Bluttransfusion-Experimente waren bisher ohne Erfolg. Verständlich. You may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me. But I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. Ein Fehler darf dir nicht passieren in der Medizin. Auch wenn man sich um Patienten kümmert. Dann schon mal gar nicht. Über das Pembroke Hospital. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Sie wirken ziemlich optimistisch. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True.
Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Milton hat über Überstunden gescherzt, dann ist ihm das Lachen vergangen. Ja, scherzen sollte man überhaupt nicht. Krankenhaus ist ernst. Die Patienten. Brauchen Sie meine Do you Hilfe? need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research. Yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Ja! Direkt wieder eine schöne Nebenmission bekommen. Aykroyds Aversion gegen moderne Methoden. What do you think of Dr. Aykroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Das glaube ich auch. Dr. Aykroyd ist ganz schön eingebildet, ja, das glaube ich. Goodbye, Dr. Strickland. Warte mal. Da habe ich noch gar nicht. Good evening, Dr. Strickland. And good evening. Habe ich da schon geguckt? Nee. Das meinte ich nämlich. Über die Bluttransfusionsmethode. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. Den kenn I'm ich schon. convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Sie müssen objektiv bleiben. Erzählen Sie mir Mr. Fiddicks Geschichte. Tell me Mr. Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Was? Auch den ersten Hinweis. Harvey macht sich selbst für seine Verletzung verantwortlich. Ja. Und das muss ich gleich machen. Am besten muss ich nämlich gleich mal Erschöpfung zweimal herstellen. Eine muss ich abgeben und eine ist dann für ihn. Weil ich darf nicht skillen und die Nacht beenden. Und bis zur nächsten Nacht schlafen oder so. Weil dann sind nämlich noch viel mehr krank. Ich muss mich erst um den kümmern, bevor es schlimmer wird. Wir müssen objektiv bleiben. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior. A man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones and flesh. Goodbye, Dr. Strickland. Dann muss ich jetzt. As for me, I'm all right. Sollen wir nach dir gucken? Time with me. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. Doktor. Weshalb die Schuldgefühle wegen ihrer Verletzung? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Oh. Er hat schon seine Frau verloren, also er ist schuld, dass seine Frau tot ist. Und jetzt verliert er auch noch seine Arme. Vielleicht und seine Kinder, weil er hat ja, ich weiß, dass er Kinder hat.
Harveys Frau starb während des Krieges. Ja, da kann er ja nichts für, oder? Oh, ein Hinweis noch. Ihre Frau ist ihretwegen gestorben? How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Oh, scheiße. Sie wollte ihm eine warme Mahlzeit bringen und sie ist genau in dem Moment da reingekommen, als ein Bombenangriff stattfand. Aber er hat überlebt, oder was? Haben Sie sie mutwillig verletzt? Das glaube ich nicht. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Ja, das verstehe ich. Seine Kinder müssen essen. Über den Tod ihrer Frau. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Ja. Als die Bomben fielen, brachte seine Frau ihm das Essen. Ah, da ist er aber nicht schuld, dass seine Frau tot ist. So viele kamen durch die Bomben um. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I had no idea. I just know that I'm all that my kids have. Poor little bleeders. Wie geht es ihren Kindern? How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Okay, einen Hinweis gibt es da bei ihm noch. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Helen. As for me, what a bloody idiot. Tollpatschiger Dummkopf. What? Jetzt leider nicht. Schade. Ist er denn schon hier jetzt? Nee, immer noch nicht. Clay Cox, der ist immer noch unten. Unbekannte, die kann ich noch nicht. Mit der kann ich noch nicht reden. Weiß nicht, ob ich da jetzt schon her will. Ich suche eigentlich Pippa erstmal. Geht die da? Ist die nicht, oder? Doch. Good evening. Good evening, Doc. Hätte hier einen Hinweis gekriegt wegen einem Bett. Wie ist die Lage hier? How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Ach so, deswegen. Goodbye, Nurse. Hat er einen Hinweis gekriegt wegen dem Bett? Oder muss ich eher mit ihm reden? Good evening. Good evening. Nee. Hä? Goodbye. Nein.
Yes. Jetzt. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. So, natürlich. Siehst du, ich krieg einen Hinweis. Mortimer hatte vor, sich das Leben zu nehmen. Warum das denn? Na, das muss ich da gerade Good evening, hören. Mr. Goswick. I'm okay. Kann nicht klagen. Sie wollten sich das Leben nehmen? Admit it, Mortimer. Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. Nennen Sie, wie Sie es wollen, Dr. Reed. Can I help? I wrote a letter. I see. Yes. Hä? Mortimer Goswicks Schlüssel. Neue Untersuchung. Sie können mir vertrauen. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Dann soll ich ihm wohl danken. Wofür ist jetzt der Schlüssel? Ah, über Ihre Einweisung ins Krankenhaus. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Okay. Sie sind hier in guten Händen. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Ja, ihn muss er nicht überzeugen, aber seine Mutter. Stört Ihre Mutter Sie? Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. Oha. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Okay. I have to go. I'm alright. Don't waste your time with me. Goody. Da ist nix. Da. Ihr Sohn wollte sterben? Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal consequences. Oh, schon der zweite. Beatrice verheimlichte den Selbstmordversuch ihres Sohnes, um ihn vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, ja. This is Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension, not judgment and punishment for what he may or may not have done. Goodbye, Mrs. Goswick. I'm alright. Don't waste your time with me. Okay, jetzt muss ich mal nochmal gucken. Wofür ist dieser Schlüssel, den ich bekommen habe? Ah, warte mal. Erst lesen, dann verbrennen. Begib dich zu Mortimer Goswicks Wohnung. Okay. Oh, sweet girl. Okay. Erst lesen, dann verbrennen. So many deaths. Nein. Dann gehe ich auch mal so langsam das erste Mal hoch. Aber ja auch noch nicht.
Dr. Swansea. It's locked. Kann ich bestimmt nicht rein. Hier ist bestimmt mein Büro da hinten. Was ist denn hier? Kann man da höher? Ja, aber nicht ganz, ne? Ne. Ach, der, genau. Den habe ich noch gesucht. Das ist dieser Arzt, wo ich noch was sehen kann. Das würde ich ja jetzt gerne sofort machen. Das ist nämlich irgendwo draußen. Das will ich gerne mal angucken, bevor ich. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Ja, weiß ich. Das kann ich jetzt irgendwo. Der macht nämlich auch was, ich will das sehen. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. Oh. Nein. Nein. Wo denn? Ich komme da nicht hin. Ich dachte. Schnell. Hier. Jetzt. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Nein! Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Was hast du denn hier? Ach Gott. Guck, was er macht. You don't mind if I search your pockets, Guck, do der you, sir? ist Arzt und tut die Toten You don't need any beklauen. of these anyway. I'm not stealing from you, mister. Da habe ich schon mal einen Hinweis für dich, I'm mein only Freund. redistributing your belongings to people who need them Guck more. mal hier. Portemonnaie eingepackt. Oder Buch oder was das sein You soll. see, no one has claimed your body, sir. So it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, Und sir. eine Uhr, guck mal hier. And I thank you for your generous donation. Tut die Toten einfach beklauen. Was für ein Arschloch einfach mal. Das ist ein Arzt und der tut die Toten beklauen. Rakesh bestiehlt die Toten, die seiner Obhut unterliegen. Tja, das sollte ich mal Dr. Swansea sagen. Das geht ja mal gar nicht eigentlich, ne? Ich würde aber erstmal gerne zu ihm, weil den kennen wir auch noch nicht. Ein Brief. Meine Liebste, ich konnte endlich das Geld für die Gebühr auftreiben und der Krankenwagenfahrer was der Krankenwagen dafür verlangt hat, dich ins Krankenhaus zu bringen. Bitte mach dir keine Sorgen und werde einfach gesund. Ich habe mich um alles gekümmert. Ich habe einige unserer Nachbarn gefragt, ihnen zufolge ist dieser Mr. Hooks eine Art ehrlicher Gauner. Er mag zusätzliches Geld für sein Bett verlangen, aber das bekommt man dann auch. Bitte entschuldige, dass ich zunächst nicht zahlen wollte. Deine Genesung steht an erster Stelle. Das ist mir nun bewusst. Offenbar genießt das Pembroke Hospital einen guten Ruf, trotz des schlechten Benehmens dieses Milton Hooks. Ich verspreche dir,
dass nun alles in Ordnung kommt. Ich komme dich schnellstmöglich an deinem sauberen Bett besuchen. In Liebe, Nicolas oder so. Aha. Jetzt habe ich einen Hinweis bekommen bei ihm. Milton beutete einige Patienten des Springboks aus. Das war auch nicht schön. Auch schlimm. Und mit dem will ich auch nochmal reden. I cannot enter. Das kann ich nicht öffnen. It's locked. Und das auch nicht. Ich glaube erst, wenn ich ihn aussauge, wa? Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean? You used to be a doctor. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Auch für den habe ich schon einen Hinweis bekommen und der hat noch 2. Sind sie Pfandleiher? A pawnbroker? I expect to get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Wer kommt hierher, um Geschäfte zu machen? Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Was für Waren verkaufen Sie? What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Sie bestehlen die Toten. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Was ist mit den Angehörigen? Die wollen vielleicht die Sachen haben. Ich stehe ihnen ja zu, aber dir nicht. Sollte davon erfahren, sie könnten in den Knast wandern. Erweisen Sie den Toten Respekt. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Naja. Keine Angst vor den Toten? Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. Ja. All gone. Die meisten fürchten sich vor totem Fleisch. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Schon wieder ein Hinweis. Guck mal da, schon den 2. Rakesh hat seiner Arbeit als Sanitär keine Angst vor dem Tod. Ja, schön für dich. Wie haben Sie diese Arbeit bekommen? How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Aha, Milton, ja. Er hat dir geholfen. Klar. Arbeiten Sie alleine? Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Also kein Arzt heutzutage würde Leichen plündern.
Und das für sich nutzen, um dann zu verkaufen und sich selbst zu bereichern. Warum die Leichenhalle schließen? Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Okay. Warum auf diese Leichen aufpassen? Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Ja gut, die will ja niemand abholen. Sind wir uns schon mal begegnet? Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Seine Schwester war hier? Wohl kaum. Ist tot. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Wohlwollen ist nicht von Dauer. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Also sind Sie bereit zu sterben? So you're ready to die? No, I'm not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidama. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Okay. Okay, dann zeig mal. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Eine rätselhafte Formel. Opium. Oh Gott, das kenne ich noch. Kodein. Das brauche ich übrigens. Das kaufe ich mal. Rätselhafte Formel, muss man drauf sparen. Da kann ich ihm was verkaufen. Das ist ja nett. Patronen. Benutze ich ja eigentlich gar nicht, ne? Wie viel habe ich jetzt? 51. Ah, das kann ich noch verwerten. Bleiplatte, Aluminiumpulver. 53. Mal gerne wissen, was das für eine Formel ist. Das geht nur am Arbeitstisch, ne? Glaube ich. Aber irgendwie komme ich doch bestimmt auf. Good evening. Please, of course.
viel kostet das nochmal? 70, ich habe jetzt 53. Thron, doch ein paar brauche ich. Später habe ich ja eine gute Waffe. Okay, die brauche ich gleich. Glasviole. Bleistab. Ich weiß nicht, was ich hiervon brauche. Ich kann das noch nicht kaufen, aber ich muss nur mal zu ihm hingehen, weil diese... Ich will ja schon wissen, warte mal. Tomorrow. Good evening. Of course. Vielleicht steht da noch mehr. Dieser auf ein Stück Papier geschriebene Formel scheint komplex zu sein. Sie muss analysiert werden. It never ceases to amaze me. Ja, The dead. das werde ich dann machen. Man muss jetzt mal noch ein bisschen Geld hier sammeln. Das, was ich eben gekauft habe, brauche ich auch für die Erschöpfung, das weiß ich, deshalb habe ich das geholt. Ah, hier ist noch was. Schraube, Bleistab. Ja, das mit dem Typ wollte ich noch eben machen, sonst wäre ich längst hochgegangen. Weiter. Ah, und mit Milton wollte ich noch reden. Wegen dem einen Hinweis. Jetzt steht er natürlich nicht hier. Er ist aber immer noch nicht hier, ne? Krass. Ne. Wo ist denn Milton? Ja. Good evening. Good evening. Sie erpressen andere Patienten? Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realised I could make a fortune. War nicht richtig. Das ist nicht richtig. Goodbye, Milton. Kranke Leute im Bett brauchen und dafür noch Geld zu verlangen. Ist nicht richtig. Und hier komme ich auch noch nicht hin, ne? Oder? Ja. Okay, dann gehen wir mal so langsam auch hier weiter. Die Nebenmission mache ich auch noch, ganz klar. Oh, ein Säge. Als Waffe. Nein, danke. Da lege ich jetzt keinen Wert drauf. Edward Patientenakte. Ach. Thomas Elwood, ja. Männlich, Alter 28, behandelter Arzt, Dr. Tippets, Zustand genesen, Datum eingeliefert, 16. September. Datum der Entlassung noch offen. Anmerkung. Das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und entstellt. Selbst unter dem Einfluss stärkster Beruhigungsmittel verursachen ihm die Wunden laut seiner eigenen Angabe regelrecht starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagte er. Untersuchungen des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündungen, Infektionen oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung. Könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein? Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht am Überlebensschuld-Syndrom als Phantomschmerz?
der sich als Bestrafung dafür manifestiert, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Kann sein. Und den ersten Hinweis. Thomas fühlt sich für seine Entstellung während des Kriegs verantwortlich. Gin, ein kleines Fläschchen Gin ist ekelhaft. Gibt's auch als Alkohol, also ist Alkohol. Aber wollte ich niemals trinken. Was haben wir hier? Dr. Tippett, Dr. Strickland und Dr. Beklaut. Die sitzen alle drei hier drin? Krass. It's locked, all right. Okay, die ist verschlossen. Und das ist mein Zimmer, ne? Also mein Büro. Dr. Reed. Oh, sogar mit Namensschild. Guck mal. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. Mein neues Reich. At least I won't be sleeping in a coffin. Endlich sind wir mal in unserem Büro angekommen. So, das ist der Spind. Das ist wieder eine lange Ladezeit. Da ziehe ich mich halt um. Oh Gott. Dr. Swanseas Nachricht. Haben wir gleich schon über eine Stunde aufgenommen. Also gleich, noch nicht eine Stunde. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ihr Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung. Doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man sollte sie etwas ausruhen lassen und niemals ihren Raum betreten. Sie könnten ohne Störung tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles unordentlich, aber wenigstens können Sie Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehenden tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht allein dastehen. Ich bin froh, dass Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen im Pembroke Hospital, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen, Edgar Griffith Swansea. PS, ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckung über Ekon dagelassen. Sie können sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen. Verwenden Sie dieses Wissen aber nicht, um mich zu übervorteilen. Okay. Schlafen darf ich jetzt nicht. Ich muss sie erst retten. Also muss die erst heilen, die Leute. Ich kann auch nicht, dann wird ja alles schlimmer. So, hier kann ich analysieren. Die Blume übrigens muss ich auch. Blume von dort. Sie braucht Wasser. Sie braucht Wasser. Das kann ich aber nicht hier machen, leider. Die Blume kann man nämlich auch gießen. Dann kriegt man auch eine Trophäe. Das weiß ich. Das ist nämlich noch von früher. Habe ich mal gemacht. Ich weiß aber nicht mehr wie. Da ist die Notiz. Ja, dann machen wir das erstmal hier. Herstellung, ja. Analysieren hier. Okay.
Alles wiederverwerten, lieber. Was brauche ich denn gegen Erschöpfung? Schienen 1. Ach, das brauche ich gar nicht, was ich eben gekauft habe. Okay. Dachte ich. Eisennitrat 2 habe ich. Und Natio-Lösung. Schienen und Natio-Lösung. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. Ich I will mich must nicht. keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Drachenfluch und Kleffer, das sind 2 Waffen, die ich mir noch dazu geholt habe. Die sind richtig geil. Aber jetzt lädt es erstmal. Dann haben wir auch ein anderes Kostüm an. Hat nur 2,99 € gekostet. Das sind super geile Dinger. Die Waffe weiß ich nicht. Aber das Schwert ist cool. Das würde ich auch sofort verbessern. Und die Notiz da auf dem Tisch nehme ich mir extra noch nicht, weil da viel steht. Ich würde aber gerne den anderen Anzug da wieder anziehen, weil der gefällt mir nicht so. Melonenmann bin ich jetzt. Da. Gefällt mir nicht. Mit dem Hut. Nein, will ich nicht. Ich möchte gerne das andere wieder anziehen. So, jetzt. Das dauert Ewigkeiten, der Ladevorgang. Das haben wir gerade mal pausiert. So, jetzt aber erstmal ausrüsten. Machete weg. Drachenfluch. Das lese ich mir dann beim nächsten Part durch. Sofort. Ich kann sagen, das Schwert ist richtig geil. Das füllt nämlich mit jedem Schlag Blut auf. Das ist die erste Waffe, die super geil ist. Da kommt bald noch eine andere. So, was muss ich denn hier... das kann ich schon mal. Oh yes. Bastelstunde. Das Schwert schon direkt verbessert. Man kann nur eine Sache von den beiden nehmen. Das oder das. Erhöhter Schaden um 10%. Nimmt Blutpunkte auf, wenn diese Waffe trifft. Ja, dann lieber das. Dann lieber das. Jeder ist seiner Waffe Schmied. Und 2 Trophäen direkt hier. Das geht nicht mehr. Der Teil eines gewöhnlichen Griffs bräuchte ich da. Wie viel Schaden macht die Waffe jetzt? 90 Schaden macht die jetzt, Alter. Die ist schon stärker als die anderen zusammen. Ich möchte mich aber noch nicht ausruhen. Wenn ich das jetzt mache, dann kann ich dem nicht mehr helfen. Da ist der bestimmt noch viel schlimmer krank. Das kann nämlich auch passieren. Gegen Erschöpfung. Jetzt müsste der langsam mal immer noch nicht. Was soll das, Leute? So holt ihr den nicht. Ich verstehe das nicht, warum die den nicht holen. So. Also ich muss, glaube ich, schlafen gehen, um ihnen dem dann zu helfen. Weil dann kriege ich erst die Quest, dass ich in die Leichenhalle muss und erst dann kann ich diese Sachen herstellen, um ihm zu helfen halt. Ich kann jetzt auch erstmal die Nebenmission machen. Ich habe ja genug angenommen hier.
Müsst ihr eigentlich hierher? Gut. Will ich jetzt mal da drüben gucken. Kämpfen kann ich jetzt gar nicht. Wird ja direkt hier auffallen. Also, dass sie den immer noch nicht da unten hochgeholt haben. Ein bisschen komisch. Dass man Patienten so lange warten lässt. Unverantwortlich. Untersuchung aktualisiert. Mortimers Goswicks Wohnung. Ach so. Das ist seine Wohnung. Okay, da bin ich schon bei der ersten Stelle. Stay away! It's one of them! Hallo. Ja, genau. Der eine müsste eigentlich... Oh, Christ! Christ! Alter, hab ich mich gerade erschreckt, ey. Wo kamen die jetzt auf einmal her? Auf einmal! Teil eines gewöhnlichen Griffs. Super. Patronen. Erkundungsmission, 25. Oktober. Vom Befehlsstand der Wache Breven an East End Docks Patrouillen betreff Vampiraktivität Krankenhaus erkunden untersuchen. Vor 3 Tagen hat einer unserer neuen Rekruten ein Gerücht über eine Vampirin vernommen, die sie im Brambrook Hospital Londoner East End verstecken soll. Wir kennen nun ihren Vornamen, Thelma. Ihr habt die Aufgabe, euch unauffällig dorthin zu begeben, alle verdächtigen Aktivitäten bezüglich vorgenannten Blutsaugerin zu beobachten und uns anschließend direkt Meldung zu machen. Wir werden dann entscheiden, was zu tun ist. Ah ja. Nee, das ist nicht seine Wohnung. Das ist das mit der Vampir-Frau gewesen, die kein Vampir ist. Der war halt so eine Krankheit. Aber das kennen die nicht. Die denkt, dass sie ein Vampir ist, sie ist aber keiner. Das ist der große Unterschied. Der Bekloppte. Alter. Hab mich nur erschreckt gerade, weil die irgendwie auf einmal kamen. Plötzlich. Schraube. Bedenklich. Blackwall. Hier geht's doch wieder richtig ab. Da will ich noch gar nicht hin. Wenn ich nicht schlafen gehe, werden die anderen auch nicht krank. Nicht noch weiter. Ich muss das aber machen. Aber dann kann ich dem helfen. Dann muss ich nur die Sachen haben, die ich zum Herstellen brauche, und dann kann ich dem direkt die Medizin geben. Oha, guck mal hier, der Totenkopf. Quarantäne. Quarantäne, ansteckend, Krankheit. So immer. Keep out. Kein Durchgang.
scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Skulls sind hier. Im Garten. Da hat er hier irgendwo seine. Hier der, wie hieß er jetzt? Der Krankenwagenfahrer Milton, der hat hier seine Geldbörse verloren. Die Quest habe ich auch noch. Wo noch? Stufe 7 und ich bin Stufe 4. Ja, das wird was jetzt. Wenn ich das überhaupt schaffe. Komm her hier. Mit einem Blatt. Na gut, so schwer war es jetzt denn nicht. Ah, kräftige, wässrige Blutprobe. Hallo. Komm. In meinem Blatt. Woher? Hä? Hier, meine Hände. Krallen nennt man das. Okay. Ach, guck mal. Fotografie in einer Brieftasche. Das Foto eines verliebt lächelnden Pärchens. Auf der Rückseite steht Milton und Pippa für immer. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Ja. Those two have hidden their affections well. Also hättest du das noch nicht gemerkt. Die heißen beide Milton. Doch, mit Nachnamen. Ich dachte gerade, ich sag schon wieder was Falsches. Nee. Oh, oder? Milton Hawks oder doch nicht? Hier war ich aber noch nicht drin, ne? Was ist denn hier draußen? Hier sehe ich gar nichts. Also hier scheint noch gar nichts zu sein. Ja, sind die im Pärchen, das habe ich schon gewusst. Hallo! Dankeschön. Ups. Mhm. Jetzt bin ich. Why the cosmics came here in the first place. Good evening, Doc.
Ich habe ihre Geldbörse. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I Nee. retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Keineswegs. Ach, bei ihm habe ich jetzt alle Hinweise. Sehr schön. Milton und Schwester Pippa sind ein Paar. Ja und? Das ist ein Verbrechen jetzt? Please, Oder was? take this money anyway. Und bei Pippa. Und Papa sind ein Paar. Pippa. Mind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Untersuchung erfolgreich. 40 Schilling habe ich. Lol. Goodbye, Milton. 40 Stück. Dankeschön. Die habe ich auch gerade noch gesehen hier. Wo ist sie denn? Hier. Good evening. Good evening. Ihre Beziehung zu Milton Hawks. Pippa, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Hm. Ja, sehe ich. Sie sind Miltons Komplizin? Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Warum haben sie es getan? Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Das wird sie nicht retten. Sie verlangen einen Preis für Hoffnung. Wer sind sie wirklich? How can you be affected by the misery around you and be so heartless at the same time? Which is the real you, Nurse Hawkins? I could ask you the same question, Dr. Reed. Are you more real when you lie to a dying patient, or when you grant him useless medication? Wessen Idee war es? Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Okay. Goodbye, Nurse Hawkins. Dann würde ich jetzt noch mal gerne zu dem einen Typ gehen. Ich habe 40 Schillinge bekommen. Dann würde ich das gerne noch kaufen wollen. Da ist nur noch unten. Ist doch irgendwo hier hinten gewesen, oder nicht? Ja. Ich würde gerne wissen, was das ist, was du da hast. Good evening, Dr. Reed. Please, of course. Hier. Ich habe 127. Ich kaufe die. Tomorrow, more bodies will arrive and then sadly depart. Ich will wissen, was das ist. Managing a train terminal. Müssen wir halt schlafen legen hier, um dem zu helfen. Dem einen. Aber ich weiß nicht, was dann passiert. Und die eine Probe könnte ich ja noch analysieren. Würde ich auch gerne wissen, was das ist. Also nicht die
Probe, sondern was ich da gekauft habe gerade. Ich will wissen, was das ist. Hier. Aha. Da kriege ich hier mehr. Gegen Erkältung, gegen Bronchitis und Behandlung gegen Lungenentzündungen. Guck mal hier. Was ist, wenn ich das jetzt mache? Und dann mehr Leute krank werden. Aber ich kann jetzt ja noch gar nichts herstellen. Also wäre das jetzt unfair. Ich kann da noch gar nichts machen. Also können die jetzt noch nicht weiter krank werden. Ich muss ja erstmal das haben gegen Erschöpfung. Okay. Na, warum nicht? Schnellere Regeneration. Warte mal. Mal gucken, wo steht denn da? Heilung. Das meine ich jetzt nicht. Blutkapazität. Ich habe 1600, nehme ich das noch? 600. Dann einmal mehr Leben. Immer mehr Ausdauer. Physische Stärke. Ah, okay. Was haben wir hier? Medizintasche. Alter, warum gibt's denn da so viel? 3 Sera mit dir rumtragen. Munitionstasche. Habe ich mal später. Das ist nur 300. Wo brauche ich 600? Aber das habe ich doch. Ich habe noch 700. Erhöht deine Blutkapazität. Warum geht das noch nicht? Stufe 2 brauche ich dafür. Oh ne, habe ich. Schnellere Regeneration. Dann warte ich jetzt mal. Anwenden. So. Die folgende Nacht. Hoffe ich mal, dass nicht so viel passiert ist. If I'm to stay here until my research is complete. Ich habe William Bischofs Blut analysiert und das Ergebnis ist nur teilweise verwendbar. Das Blut der Probe war wesentlich instabiler als das eines Menschen und stark mutiert, aber es ist nicht das, was mir widerfahren ist. Ich muss weitersuchen, ich muss mehr Beweise über das sammeln, was hier vor sich geht. Die Zeit mag auf meiner Seite sein. Auf Londons Seite ist sie ganz sicher nicht. Die Epidemie rafft tausende Menschen dahin. Die ganze Stadt steht am Rande des Zusammenbruchs. Ich glaube langsam, all das hängt irgendwie zusammen. Aber bis jetzt erkenne ich weder ein Muster, noch habe ich eine plausible Erklärung. Vorerst muss ich den Arzt geben und jenen, die meiner Hilfe bedürfen, bestmöglich helfen, während ich weitersuche. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. Ja. Ich habe immer Angst, dass da irgendwas passiert. Ja, siehste? Jetzt hat der Erschöpfung und der. Es sind schon 2 Leute krank. Das wollte ich vermeiden. Das geht ja noch nicht. Das lasse ich erstmal. Das wird auch nicht schlimmer, aber die beiden muss ich. Und der wird jetzt wohl hier oben sitzen. Die beiden muss ich behandeln. What about my thirst for blood? Muss ich auf jeden Fall jetzt... Ja? Yes, Nurse Crane? How can I help you?
I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Mir nichts zu suchen überhaupt. Sind überhaupt keine. What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Oh Mann. Everything used to be stored in the old morgue. Da muss ich dahin. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Gut. Ja, und also ich muss was gegen Erschöpfung herstellen, da braucht aber sie auch eins. Also nicht für sich, sondern ich glaube für irgendwen. Und ich brauche noch 2 für 2 Patienten hier, um die ich mich kümmern muss. Hier, für Mortimer und für Clay Cox. Ich will das auch jetzt schaffen, ohne mich nochmal hinlegen zu müssen dann. Ja, warte mal, kann ich ihr was sagen? Ich war ja... Warte mal, da drinnen. Good evening. Wer sind Sie wirklich? Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it's such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Erzählen Sie mir von den Vampyren. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Ah, und der letzte Hinweis. Thelma hat erlebt, wie ein Vampir seine Beute tötete. Ja. Klasse. Here in London? Yes, and it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Nein, du nicht. Sie leiden an Wahnvorstellungen. Sie wissen nichts über Vampire. Sie könnten in Gefahr sein. Das You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. mag sein. I'll leave you, Mr. Also sie können sich in Gefahr bringen. Also wenn die Wachen von Brieben sie jagen. Sie ist gar kein Vampir. Ach, da ist er endlich. Oh Mann. Miss, please, I feel sick. Get over here now. Ja, zerknitterter Brief. Ich habe deinen Scheiß satt, Clay. Was zum Teufel hast du getan? Die gesamten verdammten Docs zerreißen sich das Maul darüber, wie mein Mann diesen dämlichen Jungen aufgeschlitzt hat. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst bis 20 zählen, bevor du dein Messer ziehst. Wie sollen wir anständige Geschäfte machen und bei den Leuten Gehorsam einfordern, wenn
wenn du einfach alle umbringst, die dir über den Weg laufen. Jetzt suchen angeblich irgendwelche Jungs aus der Familie den Toten nach dir. Und einer von ihnen soll sogar geschworen haben, dich zu töten. Komm heute Nacht nicht nach Hause. Ich habe auf den Straßen seltsame Männer patrouillieren sehen. Das könnten irgendwelche kommunistischen Milizionäre oder so sein, die dich festnehmen sollen. Begib dich für ein paar Tage an einen sicheren Ort, vielleicht in das Krankenhaus in Whitechapel. Mach dich wenigstens einmal nützlich und prüfe, ob wir da irgendwelche Geschäfte machen können. Wenn sich die Lage beruhigt hat, schicke ich einen Wettbot-Boy zu dir. Dann weißt du, dass du zurückkehren kannst, Edwina. Oh, von seiner Frau war? Und schon ein Hinweis. Clay ist mit Edwina Cox verheiratet. Ja, das ist seine Frau. Ja, so aus der Schöpfung, weiß ich. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Über den Mann, den sie ins Wasser stießen. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. It still fucking hurts. Boss had cut me good. Wir sind dort beinahe gestorben. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Fast, ja. Und der andere ist draufgegangen. Wollte er Rache? What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Aha. Musste vor kurzem den Bruder von... Clay hatte den Bruder des Mannes umgebracht, der ihn umbringen wollte. Aha. Dann hat er den noch aus dem Weg geräumt. Sie sind ein Monster. Überleben um jeden Preis. Vielleicht... Naja. Hat er recht? Perhaps you're right. Maybe only the strongest will survive. Nur die Stärksten überleben in diesen Zeiten. If there must be only one, in the end, make no mistake, I'll be the winner. Ja, schon richtig. Nur die Stärksten überleben. In so einer finsteren Zeit. Stimmt schon. Wie gefällt es Ihnen in unserem Krankenhaus? How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated alright, I'll be fine. Was gibt es an der Belegschaft auszusetzen? What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Dorothy? Was haben Sie am Krankenhaus auszusetzen? What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Oh! Ich kann ja alles sagen direkt über Ihre Frau. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean we both have claws and we both love to bite. Wie lange können sich dem Gesetz entziehen? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Irgendwann sind sie dran. Wir müssen
alle für unsere Taten gerade stehen. Sie werden bald sterben. Nö. Ja, vielleicht doch. Wir müssen alle, ja. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Aha. Und der nächste Hinweis, fehlt nur noch einer. Clay hat vor, nach seiner Genesung weiter der Anführer der Gang zu sein. Na dann, viel Spaß, wenn du bald durch bist. Der Brief an ihre Frau hat sie wütend gemacht? Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Aha. Seine Frau hat ihm zur Hochzeit ein Messer geschenkt. Clay erachtet das Messer, das seine Frau ihm gab, als ein Glücksbringer. Also jetzt würde der mir nur 700 geben. Aber wenn ich sie eine Erschöpfung behandle, dann gibt er mir mehr EP. Das würde ich gerne machen. Wollen Sie es nicht wieder haben? Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to yo. me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox. I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'll be surprised if you manage to find it. My hideout isn't meant to be found easily. Also der will, dass ich ihm das Messer wiederbringe und habe direkt eine neue Quest bekommen. Sehr schön. Geil. A lucky charm. I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Aha. Ja, das mache ich natürlich. I'll leave you for now. Mr. Cox. Please, I feel sick. Get over here now. Ja, schon gut. Meine Missionen. Hier, das ist fertig. Dann haben wir noch die. Hier, ich hole erst ein Messer. Und zur Leichenhalle. Hoffentlich kann ich dann 3 von diesen Dingern herstellen. 3 brauche ich nämlich. Um die anderen beiden, denen auch noch zu helfen. Ne? Da gibt es noch mehr Leute, die Hilfe brauchen dann. Nicht nur dieses scheiß Dorothy. Hier ist die Leichenhalle. Und toll. Kommt wieder Ladevorgang. Weil ich in die Tür reingehe, muss ein Ladevorgang kommen. Das ist mal 5 Minuten. Muss man ja immer übertreiben. Nur weil man hier in die Tür reingeht, muss erstmal ein Ladevorgang kommen. Hätten sie auch bei jeder Tür machen können. Dann hätte das Spiel keiner mehr aufgenommen. Stell dir mal vor, die hätten das bei jeder Tür gemacht. Auch im Krankenhaus, bei jeder Tür, wo du reingehst. Da hätte das keiner mehr aufgenommen. Oder alle hätten das rausgeschnitten.
So, die alte Leichenhalle. Oh Mann, hinter etwas Schienen. Ja, das brauche ich aber auch noch mehr. Ich brauche ja nicht nur einmal. Ich brauche das Ganze dreimal, also noch dreimal dann Betäubung, also zweimal. Nicht Betäubung, gegen Erschöpfung meine ich. Was laber ich denn hier? Das ist schon mal nix. Nur kein Gegner. Aber ich höre was. It's locked, all right. Das geht auf jeden Fall nicht. Schillinge, 5 Stück. Okay, Scar. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Das brauche ich schon mal. Hoffentlich kann ich mir mehr davon noch herstellen, nicht nur ein Ding. Wenn ich nur ein Ding herstelle, dann bringt mir das gar nichts. Muss ja den anderen auch noch dann helfen. Oder ich muss das irgendwo anders dann noch herkriegen. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. Ah, Eisendraht ist da auch This bei. sickness moves faster than influenza. Influenza. Glasfiole, Schienen. Aber nur eins davon. Da brauche ich auch mindestens. It's locked. Mindestens nochmal 2. Schillinge, 2 Stück. This key will surely grant me access to the basement. Schlüssel zur Leichenhalle. Da gibt es noch mehr da unten, ne? Oh. Flaschen mit Alkohol. Im Krankenhaus oben müssen da... Was? Oh! Alter! Wo kommst du jetzt her? Alter, hat der mich erschreckt, ey. Ja, genau. Ich treffe den nur. Alter, hat der mich erschreckt auf einmal. Er kommt irgendwo weg. So. Ja, oben im Krankenhaus wollte ich nur sagen, sind auch noch Sachen. Ach, Zigarettenetui. Kann ich auch verkaufen. Oder wiederverwerten oder was auch immer. Okay.
Aber hier mache ich jetzt mal einen Cut, weil ich nehme schon viel zu lange auf. Wir haben schon jetzt über eine Stunde und ich wollte nur einen Part machen von Vampyr. Hier kommt jetzt ein Cut. Und wenn wir morgen Abend dann erst den nächsten Part machen überhaupt. Sonst Sonntag. Ja, ciao.